Die Batterie. 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 Für viele ist die Batterie das Herzstück des Fahrzeugs. Für mich persönlich muss ich sagen, oder für den Nachhaltigkeitsbereich muss ich sagen, dass die Batterie auch der kritischste Teil des Sions ist, weil sich einfach die Herstellung der Batterie negativ auf die Ökobilanz des Fahrzeugs auswirkt. Seltene Erden, das ist ein Begriff, der wird oftmals missverständlich verwendet. Ich lese es auch ganz, ganz oft in verschiedenen Medien. Allerdings sind die Metalle der seltenen Erden erstens nicht selten und zweitens sind Lithium und Kobalt, und ich glaube, das sind die Materialien, auf die die Leute hinaus wollen, keine Metalle der seltenen Erden. Das wird deswegen oft verwechselt, weil Lithium und Kobalt zum Beispiel Materialien sind, die an wenigen Abbaugebieten gefördert werden. Lithium beispielsweise kommt zu ca. 50% aus der Andenregion, aus Chile, aus Argentinien und aus Bolivien. Und Kobalt wird zu über 50% aus der Demokratischen Republik Kongo abgebaut. (6:2:2) ist unser Verhältnis in der Batteriezelle. Das heißt, wir haben 60% Anteil Nickel, 20% Mangan, 20% Kobalt. Wir können somit die Ressource Kobalt schonen. Trotzdem ist die Zelle sicher genug und wir erreichen eine hohe Energiedichte. Das ist tatsächlich so, dass in der Batterie Materialien enthalten sind, deren Abbau auch Auswirkungen auf die Umwelt haben. Ich bin der Meinung, und auch wir hier bei Sono Motors allgemein sind der Meinung, dass man nicht wegschauen sollte. Wir sehen uns in der Verantwortung als Unternehmen für Verbesserungen zu sorgen und möchten deswegen dieses Thema ganz offen kommunizieren. Das ist aktuell ein Thema, das die ganze Automobilbranche bewegt. Und ich denke, da müssen alle an einem Strang ziehen, um mehr Transparenz zukünftig schaffen zu können. Und dann auch langfristig Maßnahmen ergreifen, um entsprechend die Umwelt vor Ort zu schützen und auch die Menschen zu schützen, die in Rohstoffabbau arbeiten. Also wir haben die Themen Umweltschutz und soziale Gerechtigkeit, die uns bei Sono Motors sehr am Herzen liegen, auch in unseren TOPs, also den Terms of Purchasing, verankert. Warum haben wir das gemacht? Unsere Supplier, unsere Partner sind die wichtigsten Unterstützer auf unserer Mission, die Lieferkette langfristig transparenter zu gestalten von Lithium-Ionen-Batterien. Und wir möchten auch gemeinsam mit unseren Partnern eine große Befragung anlegen, um nach und nach feststellen zu können, woher kommen unsere Rohstoffe, wie werden diese verwendet und um dann im Nachgang auch Maßnahmen ergreifen zu können, um zum Beispiel die Umwelt noch besser zu schützen oder Abbaubedingungen vor Ort zu verbessern. So ein Minenabbau oder ein Abbau von Kobalt in der Demokratischen Republik Kongo beispielsweise, das ist eine Lebensgrundlage für ganz, ganz viele Menschen da. Es geht einfach nur um das Wie. Es geht nicht darum, dass man direkt sagt, man boykottiert jetzt das Kobalt aus DRK, sondern die Bedingungen, wie es abgebaut wird, die müssen halt geändert werden. Ich bin absolut der Meinung, dass man nicht alleine, aber in Kooperation mit anderen Unternehmen oder NGOs die Möglichkeit hat, jetzt schon die Arbeitsbedingungen zu verbessern. Es gibt Pilotprojekte, um die Lebensbedingungen der Menschen vor Ort nachhaltig zu verbessern. Das Positive an der Batterie ist, dass ich nach dem ersten Leben und eben auch dem zweiten Leben, was eine Batterie hat, dann die Batterie recyceln kann und somit die Materialien, die ich einsetze, eben nicht verloren sind, sondern ich kann sie zu ganz großen Anteilen wieder benutzen und das führt zu diesem Kreislauf, den man immer erreichen möchte. Und das ist auch der große Unterschied zum Verbrennungsmotor, weil das Öl, was ich dort verbrenne, ist eben weg und die Materialien, die ich in der Batterie einsetze, die sind es nicht. Also wir werden alle Phasen der Batterie auch bei uns erleben. Also das erste Leben der Batterie, was natürlich im Sion stattfindet.
Dann werden wir das zweite Leben der Batterie haben, also wo die Batterie als Energiespeicher gerade im Zusammenhang mit erneuerbaren Energie eingesetzt wird. Das werden wir mit Partnern zusammen durchführen. Und dann wird es natürlich auch ein Recycling geben. Und auch hier werden wir wieder auf einen Partner zurückgreifen, weil wir einfach nicht alles selber machen können. Und es macht auch wirtschaftlich keinen Sinn. 35 Kilowattstunden sind völlig ausreichend für die Batterie. Wenn man sich die Fahrtprofile anschaut, eine Pendlerdistanz am Tag ist 20 Kilometer durchschnittlich. Was ein Fahrzeug am Tag zurücklegt, sind so ca. 30 Kilometer, auch wenn man das mit mehreren Personen tut. Und noch viel entscheidender ist, dass Fahrten über 100 Kilometer nur 1,8% ausmachen. Das wurde jetzt auch noch mal im Mobilitätsbericht 2018 bestätigt. Und damit ist klar, dass man nicht mehr an Ressourcen, nicht mehr an Energie, nicht mehr an Gewicht, was dann auch eben auf den täglichen Verbrauch vom Fahrzeug Einfluss hat, reinpacken sollte, weil das nicht notwendig ist. Ich glaube, dass wir das schaffen, dass wir wirklich was besser machen, das glaube ich auf jeden Fall. Das geht zwar nicht morgen und nicht übermorgen, aber wir arbeiten dran und wir können auf jeden Fall was verändern.